Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Quellweisheit, dem Podcast für deine spirituelle Meisterschaft. Ich bin Marlene Katharina und gebe dir Quellbotschaften aus dem höchsten Bewusstsein durch, die auf tiefsten Ebenen wirken. Denn es ist eine Schwingungsübertragung, die stattfindet und dich daran erinnert, was du wirklich bist. Wir freuen uns so sehr, heute hier mit euch zusammen zu sein und diesen Moment in seiner Qualität, in seiner Reichheit zu entfalten und dir zu offenbaren, was an Weisheit für dich vorhanden ist, für euch vorhanden ist, jetzt und immer da. Wir möchten zunächst einsteigen mit dem, was wir letztens angesprochen haben, mit den Tests der Wahrheit, den Tests, die uns erlauben, physisch wahrzunehmen, was für uns innerlich und feinstofflich auf Essenzebene wahr ist. Die Kinesiologie ist für euch bereits bekannt. Die meisten von euch wissen, dass man über die Muskeln und ihre Reaktion herausfinden kann, wie das System zu einer bestimmten Fragestellung, zu einem bestimmten Sachverhalt steht. Die Kinesiologie ist etwas, das zugleich aussagekräftig und zugleich mangelhaft ist. Wir sagen hier mangelhaft, um euch zu verdeutlichen, dass es bestimmte Voraussetzungen gibt, die dazu führen, dass das Ergebnis dem entspricht, was deine Essenz ist. Die Muskeln reagieren auf das, was in dem Moment auf einer bestimmten Ebene deines Seins gut tut oder nicht gut tut, dich stärkt oder dich schwächt. Je nachdem, auf welcher Ebene du dich bewusstseinsmäßig befindest, kann dir etwas gut tun für dieses dein Bewusstsein oder nicht gut tun für dieses dein Bewusstsein. Die Bewusstseinsebene, in der du dich befindest, ist die, auf der du Antworten erhältst über die Kinesiologie. Für leichte und einfache Fragen des Alltags ist daher die Kinesiologie eine sehr einfache Art und Weise, schnell und zuverlässig Antworten zu bekommen. Wichtig hier, aus unserer Perspektive, ist stets und ständig bei jeder Frage, die du stellst, den Zusatz zu machen: zum höchsten Wohl für mich, die anderen und alles, was ist. Ist dieses zum höchsten Wohl für mich, den anderen, die anderen und alles, was ist. Testest du dann stark, sind deine Muskeln stark testend, so weißt du, dass es ein Ja ist. Testest du schwach, sind deine Muskeln schwach testend, so weißt du, dass es ein Nein ist. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Kinesiologie einzusetzen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Muskeln in ihrer Stärke zu überprüfen. Ihr habt die Möglichkeit, alle diese zu untersuchen und für euch auf die Weise zu verwenden, die euch gut tut. Wir gehen hier also nicht auf die einzelnen Muskeltests ein, sondern erlauben euch dies für euch selbst. Wenn sich euch Fragen ergeben, könnt ihr diese an gegebener Stelle stellen. Wir möchten hier nur darüber Aufschluss geben, wie wirksam die Muskeltests tatsächlich sind und wie wahr, wie aussagekräftig. Als Beispiel zu dem Vorhergesagten nennen wir den physischen Körper. Seid ihr mit eurem physischen Körper eins, so könnt ihr testen, was dem physischen Körper gut tut. Seid ihr hingegen mit einer Krankheit eins, habt ihr zum Beispiel Fieber und fühlt, dass ihr dieses Fieber loswerden wollt, so kann es sein, dass ihr eine unterschiedliche Antwort zu dem Gesamtkörpersystem erhaltet. Will sagen, wenn ihr euch mit dem Fieber identifiziert und aus dem Fieber heraus testet, was für euch am besten ist, so testet ihr, was am besten ist, um das Fieber loszuwerden.
identifiziert ihr euch mit dem gesamten System, eurem Körper, der dafür gesorgt hat, dass ihr Fieber bekommt, so kann das Testergebnis anders ausfallen. Denn hier geht es nicht mehr darum, das Fieber loszuwerden. Es geht darum, den Körper wieder in Balance zu bringen. So kann es sein, dass es aus dem Testen des Gesamtkörpersystems heraus ein Nein gibt zu einem fiebersenkenden Mittel, während es ein Ja gibt zu einem fiebersenkenden Mittel aus dem Fieber heraus getestet. Denn das Fieber loszuwerden findet auf einer anderen Bewusstseinsebene statt, als die gesamtphysische Ebene in Harmonie zu bringen. Wir empfehlen euch daher, den höchstmöglichen Bewusstseinszustand zu wählen, wenn ihr einen kinesiologischen Test für euch anstellen möchtet. Die einfachste Weise, um in einen hohen Bewusstseinszustand zu gehen, bevor ihr einen solchen Muskeltest macht, ist, euch zu erden, die Füße auf dem Boden zu fühlen oder zumindest zu fühlen, dass ihr mit den Wurzeln tief verankert seid, auf der Erde bewusst, auf der Erde seid und euch zu, wie wir gerne sagen, himmeln, nach oben hin auszurichten, aufzurichten, sodass der Energiefluss frei fließen kann. Dies erlaubt, dass die Ergebnisse einfacher, richtiger, adäquater sind. Wenn ihr also geerdet und gehimmelt seid, so mögt ihr euch in das tiefe Verbundensein mit eurer Essenz verbinden, indem ihr euch auf euer Herz konzentriert, das spirituelle Herzzentrum in Brustmitte, und fühlt, ich bin alles, was ist. Ich weiß, was ich bin. Ich bin reine Liebe. Ich bin in Harmonie. Aus diesem heraus zu testen, gibt euch die adäquatesten und komplexesten, will sagen, die übergeordneten Ergebnisse zu dem, was ihr als Antworten sucht. Natürlich könnt ihr auch bewusst in andere Ebenen des Bewusstseins gehen, um punktuell Antworten zu erhalten, um genau nur für dieses Fieber oder das Loswerden des Fiebers Antworten zu erhalten. Wir laden euch ein, damit zu experimentieren. Und an gegebener Stelle gehen wir gern erneut darauf ein, mit den Fragen, die euch dazu kommen, nachdem ihr experimentiert habt. Erneut möchten wir sagen, wichtig hier ist, welche Fragen du stellst, auf welche Fragen ihr Antwort haben möchtet. Denn die Antworten sind immer eine Ja- oder Nein-Antwort. Stellt ihr also die Frage auf eine Weise, die missverständlich ist, so kann es sein, dass das Ergebnis nicht mit dem übereinstimmt, was ihr denkt, wonach ihr gefragt habt. Stellt also klare Fragen, um klare Antworten zu erhalten. Und wir empfehlen, Gegenüberstellungen zu machen. Es ist das Beste für mich, für die anderen und für alles, was ist, wenn ich jetzt eine Wärmflasche an meine Füße lege. Und ihr könnt testen, ob es ein Ja oder ein Nein ergibt. Und ihr könnt den Gegentest machen. Es ist das Beste für mich, für die anderen und für alles, was ist, wenn ich jetzt meine Füße kalt lasse, so wie sie jetzt gerade sind. Und ihr werdet sehen, dass in beide Richtungen das Ja und das Nein, das kommt, in Übereinstimmung sind mit dem, was für euch am besten tut. Wenn ihr keine klaren Antworten erhaltet, so wisset, dass es sein kann, dass hier, wir mögen sagen, Faulheit eurerseits vorliegt, da ihr längst wisst, was das Richtige für euch ist. Ihr braucht diesen Test also nicht zu verwenden, um den Test zu testen. Ihr braucht ihn nicht zu verwenden für Banalitäten, von denen ihr wisst,
Es macht keinen Unterschied. Der Unterschied, den es macht, ist, ob ihr mit Freude daran geht oder nicht. So kann es sein, dass ihr euch nicht entscheiden könnt, was ihr essen wollt. Und aus dem euch nicht entscheiden können und entscheiden wollen heraus den Test machen wollt. Aber nicht, weil ihr euch vollkommen darauf einlasst, was für euch das Beste ist, sondern nur, weil ihr die Entscheidung abgeben wollt. Hier wird es oft vorkommen, dass irritierende, nicht eindeutige Ergebnisse kommen. Wenn das der Fall ist, geht in euch, überprüft, ob nicht das, was ihr esst, irrelevant ist und mehr das, wie ihr es esst. Mit Freude, mit Dankbarkeit oder nebenbei, während ihr etwas anderes tut oder gar nicht aufmerksam seid oder es nur hinter euch bringen wollt. Experimentiert also weiter mit diesen kinesiologischen Tests und stellt diese auch dem Wahrheitstest gegenüber, den wir für tiefgehende, wichtige Lebensfragen empfehlen. Der Wahrheitstest, wir sagen es hier noch einmal, ist ganz einfach. Über den Atem gebt ihr euch Aufschluss darüber, ob etwas frei fließt, ebenso wie euer Atem frei strömt in euren Bauch tief hinein, alle Bereiche eures Körpers löst, öffnet für den Atemstrom, oder ob der Atem hängen bleibt, vielleicht im Hals stecken bleibt, flach ist, in die Nase steigt, aber nicht ankommt im gesamten Körper, da Enge sich ausbreitet, wenn ihr eine bestimmte Wahrheit testet. Eine Wahrheit als wahr für euch konstatiert, während sie nicht in Übereinstimmung mit eurer Harmonie ist und somit nicht wahr ist für euch. Der Wahrheitstest funktioniert also, indem er eine Aussage macht, als wäre sie wahr. Und während ihr diese Aussage fühlt, nicht nur macht, sie fühlt, beobachtet, was euer Atem tut. Es braucht nicht viel dafür. Und wir empfehlen, wie bereits gesagt, eine Aussage, von der ihr wisst, dass sie garantiert falsch ist, um herauszufinden, wie euer Atem bei einer Nichtwahrheit für euch reagiert. Und dann eine Aussage zu machen, die garantiert wahr ist, um herauszufinden, wie es sich anfühlt, wenn ihr eine wahre Aussage bekommt. Wir weisen hier auch darauf hin, dass der Atem, den ihr beim Meditieren habt, nicht automatisch übereinstimmt mit einem Ja. Der Atem, den ihr beim Meditieren habt, beim ganz in eurer Essenz sein habt, ist der harmonischste Atem. Und doch kann es sein, dass wenn ihr Aussagen überprüft, sie nicht ganz so tief gehen wie der Atem während eurer Meditation. Es gilt nicht, ein Ja auf diese oder eine andere Art und Weise zu haben. Es gilt nur zu wissen, wie zeigt sich mein Ja? Wie zeigt sich mein Nein im Atem? Wisst ihr dies, so könnt ihr alles überprüfen in seinem Wahrheitsgehalt für euch. Wichtig hier zu wissen ist, dass der Wahrheitsgehalt immer in Korrelation zur Harmonie steht. Die absolute Wahrheit gibt es nur in dem Wissen, dass alles in Harmonie befindlich ist und jedes Teilchen, jeder Mensch seine Rolle in dieser Harmonie spielt. Was für den einen also wahr ist, ist für ihn wahr, damit er seine Rolle optimal spielen kann. Du brauchst dir also keine Gedanken zu machen, dass etwas, das für dich wahr ist, nicht für andere gleichfalls gilt. Denn du brauchst nur stets und ständig in deinem Leben nach deiner Wahrheit zu fragen, nach dem zu fragen, was für dich in diesem Moment gilt, was für dich in diesem Moment wichtig ist.
Und so kann es sein, dass wenn du jetzt etwas testest, was langfristig getestet ist, einen Zeitraum, in dem du eine bestimmte Sache machen möchtest, machen kannst, machen sollst, dass wenn du es als wahr für 30 Tage testest und nach 27 Tagen erneut testest, dass du ein Ergebnis bekommst, in dem die letzten 3 Tage nicht mehr gemacht werden müssen. Dieses Beispiel nehmen wir, um dir zu signalisieren, dass die Wahrheit, die du bekommst, für dein Handeln gilt. Ich will sagen, wenn du dich auf 30 Tage einstellst, wie du zum Beispiel ein bestimmtes Nahrungsergänzungsmittel zu dir nimmst und nach 27 Tagen erneut testest und herausfindest, dass du es nicht mehr brauchst, so war nicht der erste Test falsch. Der erste Test war dafür da, dass du dich auf 30 Tage einstellst, was wiederum deine Frequenz genau dorthin gebracht hat, wo sie sein sollte. Wir hoffen, dies macht euch deutlich, dass es hier keine Widersprüche gibt, dass die Wahrheit, die ihr erhaltet, dafür da ist, euch in eine bestimmte Frequenz zu bringen, beziehungsweise euch in eurer Frequenz des Seins, der Essenz zu unterstützen. Der Wahrheitstest, wie wir ihn gerne nennen, ist daher sehr zuverlässig und zuverlässiger als der Muskeltest, weil der Atem die direkte Verbindung zwischen deiner physischen und deiner feinstofflichen Existenz ist. Du kannst den Atem nicht festhalten, ihn nicht messen, nicht sehen. Du kannst das Volumen messen. Du kannst die Partikel messen, die Elemente, die dir in dich einströmen. Doch du kannst dich nur darauf verlassen, dass er das Seinige tut, um deinen Körper zu unterstützen. Der Lebensatem ist nicht in seiner Menge das, was dich am Leben hält. Er ist in seiner Übereinstimmung mit der Essenzenergie, die er dir zur Verfügung stellt, das, was dich am Leben erhält. Über diese Verbindung zwischen feinstofflichem und grobstofflichem Sein gibst du dein Ja zu deinem Leben auf der Erde. In dem Moment, in dem du die Trennung zwischen feinstofflichem und grobstofflichem nicht mehr willst, löst sich diese Brücke auf und du löst deinen Lebensbrauch aus der Materie heraus. Du bist auch dann noch alles, was ist, doch dein Bewusstsein befindet sich nicht mehr in der Intensität, in der es gebraucht wird, in dieser Materie deines Menschseins, deines physischen Körpers. Mit dem Atem wird gewährleistet, dass dein Körper stets und ständig mit Bewusstsein genährt wird. Ist dieses nicht mehr vorhanden in deinem Körper, so ist dein Körper nicht mehr in bewusstem Existieren. Er kann zum Beispiel künstlich beatmet weiter existieren. Doch das Bewusstsein, losgelöst von dem Durchströmen des Körpers, ergibt eine Existenz ohne anwesendes Bewusstsein, anwesend seiendem Bewusstsein. Wir gehen hierzu jetzt nicht in die Tiefe, sondern wollen stattdessen den Wert des Atems für deine Harmonieklarheit noch deutlicher hervorheben. Du kannst sehr klar erkennen, dass wenn du Angst hast, dass dein Atem dann flach wird, dass dein Herzschlag schnell wird. Du kannst versuchen, deinen Herzschlag zu beruhigen. Doch tatsächlich beruhigt sich dein Herzschlag nicht dadurch, dass du versuchst, ihn zu kontrollieren. Du kannst ihn beruhigen, indem du deine Atemfrequenz senkst.
dich auf deinen Atem konzentrierst, die Brücke zwischen physischem und nicht sichtbarem Bewusstsein, Dasein. Und indem du diesen Atem, diesen Bewusstseinsstrom präsent machst, indem du dich auf deinen Atem konzentrierst und bewusst ihn wieder tief werden lässt, wird auch deine Herzfrequenz ruhiger, zuverlässiger und dein ganzes System kommt wieder in eine stabilere Schwingung. Über den Atem also hast du die Möglichkeit, deinen physischen Zustand zu harmonisieren. Beobachte daher den Atem, wenn du in Meditation, in tiefer Stille bist. Beobachte ihn kurz vor dem Einschlafen, wenn sich dein Körper vollkommen entspannt. Beobachte, wo überall sich Muskeln lösen, um Raum für den Atem freizugeben. Beobachte, wie weit dein Becken, dein Bauch wird, wenn du dem Atem wirklich Raum gibst. In dem Moment, in dem du mit deinem Atem präsent wirst, musst du den Fokus auf all das andere loslassen. Kannst du den Fokus auf all das andere loslassen und ihn auf deinen Atem lenken, so befindest du dich wieder im Hier und Jetzt. Befindest dich wieder im bewussten Sein, deinem bewussten Sein, deiner Essenz. Und aus deiner Essenz heraus nimmst du ein tiefes, tiefes Vertrauen wahr. Ein tiefes Wissen, dass alles in Harmonie ist, dass du Teil dieser Harmonie bist und dass sich alles immer, wie ihr sagt, zum Guten wendet. Wir würden sagen, dass alles immer auf optimale Weise dich und alles unterstützt. Allein dieses Wissen, alles geschieht für mich, alles geschieht für alles, alles geschieht für mich. Und dieses Mich ist die Essenz, das höchste Sein, das alles durchfließt. In diesem Wissen, alles geschieht für mich, kannst du automatisch von einem Moment auf den anderen alle Aufregung lösen, alles angespannt sein, sich auflösen fühlen und dich wieder ganz in dein Sein hinein vertrauen, hineintrauen. Denn tatsächlich ist das, was euch beunruhigt, euch unter Stress setzt, das, was euch Druck macht, die Trennung, das Getrenntsein von dem Hier und Jetzt, von der Harmonie, die immer ist. Je mehr ihr euch mit dem Physischen so identifiziert, dass ihr vergesst, dass ihr auch das Feinstoffliche und das alles Orchestrierende seid, desto mehr geratet ihr aus der Selbstverständlichkeit eurer Essenzfrequenz heraus. Daher ist der Atem ein so einfaches, so tiefes, so leichtes und immer so aufschlussreiches, wahres Mittel, um euch wieder ganz in eurem Einssein von Materie und Licht, von diesseitigem und jenseitigem, von grobstofflichem und feinstofflichem zu fühlen.
was es braucht für den Wahrheitstest, bei dem ihr über den Atem herausfindet, ob euch etwas gut tut, für dich, für euch und für alles, was ist, stimmig ist oder nicht. Wenn ihr diesen Atemtest verwendet, so achtet darauf, dass ihr euch die Zeit nehmt, um euch ganz auf das Szenario, das ihr testen wollt, einzulassen. Das ist alles, was es braucht, und doch braucht es das. Denn wenn du dir diesen Moment nicht nimmst, so testest du das, was in deinem Kopf vor sich geht, doch nicht das, was du testen willst. Fühlen, das als Wahrheit, was du testen willst. Und du bekommst eine klare, eindeutige Antwort, ob dies deiner Harmonie entspricht, wir sagen, deiner Frequenz, deiner bevorzugten Frequenz des Seins, deiner Essenzfrequenz oder nicht. Wir empfehlen auch, kreativ zu werden in dem, was du testest. Denn oft denkt der Mensch, es gibt nur eine Möglichkeit und eine andere, und zwischen beiden muss sich entschieden werden. Aus unserer Perspektive gibt es stets mehr als zwei, mehr als drei Varianten. Es mag nur eine Nuance verschieden sein zu dem, was ihr getestet habt. Doch das mag die Nuance sein, die den Unterschied macht. Konkret gesprochen kann es sein, dass ihr testen wollt, ob es euch gut tut, eine Veranstaltung zu organisieren oder nicht. Und es kann sein, dass ihr bei beidem kein klares Ja bekommt. Es ist das Beste für mich, für die anderen und für alle und für alles, was ist, wenn ich diese Veranstaltung organisiere. Ich organisiere diese Veranstaltung. Und es ist für mich und alle das Beste. Wenn ihr dort ein Nein bekommt und dann den Gegentest macht, es ist das Beste für mich, für alle, für alles, was ist, wenn ich diese Veranstaltung nicht organisiere. Ich organisiere diese Veranstaltung nicht. Ich organisiere diese Veranstaltung nicht. Wenn ihr hier auch ein Nein bekommt, so kann es sein, dass es ein Zwischending ist zwischen beidem. Ein Zwischending kann zum Beispiel sein, dass ihr die Rolle des Organisators abgebt, indem ihr jemanden organisiert, der die Veranstaltung organisiert. Ihr organisiert also indirekt die Veranstaltung, doch seid nicht derjenige, der alles verantwortet. Spielt also rum mit den Möglichkeiten, die ihr fühlt und ihr wisst. Und ihr sollt wissen, dass all diese Möglichkeiten in dem Moment, in dem ihr euch darauf einlasst, aus der Tiefe eures Herzens nach der Wahrheit zu forschen, dass ihr die Antworten, die zur Verfügung stehen, die Möglichkeiten genau dann erhaltet, durch das Forschen hindurch. Plötzlich merkt ihr, was da noch für Möglichkeiten sind, und könnt diese testen. Während wir beim kinesiologischen Test empfehlen, es ist das Beste für mich, für die anderen und für alles, was ist, dies und das zu tun oder nicht zu tun, als Struktur, als Wortgrundlage, als Aussagegrundlage zu nehmen, ist für den Wahrheitstest das Konstatieren der Wahrheit das, was euch die konkretesten Ergebnisse gibt. Ihr sagt also in der Kernaussage nicht, es ist das Beste für mich, wenn, sondern ihr sagt, ich mache dies und das, ganz so, als würdet ihr es tun, und begebt euch innerlich in dieses Tun hinein. Auf diese Weise bekommt ihr ganz klar die Antwort. Denn indem ihr euch darauf einlasst, fühlt ihr, wie es sich anfühlt. Wie oft habt ihr schon Aussagen gemacht, wie, hätte ich vorher gewusst, wie es sich anfühlt, so hätte ich es nicht gemacht. Über den Wahrheitstest geht ihr vorher in das Fühlen, wie es sich anfühlt, und erhaltet über den Atem ganz klar die Antwort.
Ihr werdet überrascht sein, dass manches Mal andere Antworten kommen als die, die ihr erwartet. Seid also frei von Erwartungen und lasst euch überraschen, denn das ist der Zauber des Wahrheitstests. Selbst wenn ihr Angst vor etwas habt, so bedeutet dies nicht, dass dies nicht das ist, was euch am besten tut. Eure Harmonie wird mit eurem Atem genährt, Moment für Moment. Und somit ist der Atem das, was euch darüber Aufschluss gibt, ob etwas in Harmonie mit euch ist oder nicht. Und da es angesprochen wurde von manchen von euch, möchten wir hier sagen, dass es Dinge gibt, die euch grundsätzlich gut tun und Dinge gibt, die euch grundsätzlich nicht gut tun. Es gibt also universelle Dinge, die ihr auch testen könnt, herausfinden könnt, wo ihr universelle Wahrheiten erhaltet. Und es gibt Dinge, die euch mal gut tun und mal nicht gut tun. Zu den Dingen, die euch gut tun und nicht gut tun, möchten wir hier sprechen. Es gibt Dinge, die euch in eine hohe Frequenz bringen. Und so seid ihr bemüht, diese in euren Alltag einzupflegen. Wir nehmen das Beispiel des Quellwassers. Das Wasser, das direkt der Quelle entspringt, ist etwas, das euch unmittelbar mit der Kraft der Natur, Mutter Erde, der Schöpfung, des aus dem Nichts ins Sein kommens verbindet. Die Elemente, die sich zusammenfügen, die gereinigt werden durch das Gestein, die doch die ganze Zeit da waren, das Wasser, das in seinem Kreislauf jede Form annimmt und annehmen kann. Im gereinigten Zustand aus dem Quell kommend, ist für jeden von euch eine willkommene Nahrung für das Physische. Das ist die übergeordnete Wahrheit für die Welt, in der ihr lebt. Und doch kann es sein, dass in einem Moment dieses Quellwasser das Richtige für euch ist und in einem anderen Moment ein anderes Wasser das Richtige für euch ist. Nicht, weil dieses Quellwasser an Qualität verloren hat. Nein, nicht, weil das Licht, das in diesem Quellwasser transportiert wird, euch zu viel wird oder ihr es nicht braucht. Nein, weil für euch in diesem Moment etwas anderes Priorität hat. Es mag also sein, dass ihr weit fahren müsst, um zum Quellwasser zu gelangen. Und dass dieses Weitfahren gerade nicht dran ist. Ihr könnt jedes Licht, alles, was ihr an Nährstoffen, an Energie, an physischer und nicht physischer Unterstützung für euer System braucht, zu jeder Zeit aus dem Nichts erhalten, aus dem Jetzt erhalten, aus der Essenz erhalten. Ihr seid es nicht gewohnt und so sucht ihr euch die Dinge, die zuverlässig sind, die über Ursache und Wirkung erklärbar sind. Wir sagen nicht, dass sie nicht relevant sind. Nein, wir sagen, dass sie von großer Unterstützung sind, von großer Relevanz. Wann immer ihr also die Möglichkeit habt, euch etwas Gutes zu tun, wie dieses lichtdurchtränkte Quellwasser, so tut es. Doch tut es aus der Harmonie mit eurem Sein heraus, aus der Freude des Herzens heraus. Wenn ihr fühlt, dass es euch Stress bereitet, so erlaubt euch dieses Quellwasser zu trinken, ohne an die Quelle zu fahren. Erlaubt euch dieses Licht zu trinken, ohne physisch etwas trinken zu müssen. In jedem Moment, in dem ihr etwas erfahrt, habt ihr diese Erfahrung. Auf ewig, auf immer, zugänglich für euch. Ihr könnt darauf zugreifen, wann immer ihr wollt.
Ja, wir wissen, wie sehr ihr es liebt, in der physischen Materie zu erleben, tatsächlich zu trinken, tatsächlich zu essen, tatsächlich bestimmte Erfahrungen erneut physisch zu machen. Doch zugreifen könnt ihr auf alles in dem Moment, in dem ihr es euch vorstellen könnt. Wenn ihr etwas erlebt habt, so ist die Vorstellbarkeit viel konkreter, sehr greifbar, gefühlt, erfahren und damit noch leichter vorstellbar als alles andere. Wir laden euch also ein, mit all dem, was euch gut tut, auch auf die Weise zu spielen, dass wenn wenig Zeit ist, zu wenig Zeit, dass wenn viel Druck ist, zu viel, dass ihr es dann tut, ohne es physisch zu tun, indem ihr euch ganz auf diese Handlung einlasst, indem ihr euch den physischen Körper pausierend in liegender oder aufrechter Haltung, jedoch freier, entspannter Haltung, ganz auf das einlasst, was euch nährt. Und so kann es sein, dass ihr dort sitzt und in den schönsten Tönen singt, ohne zu singen, aber fühlt, wie die Vibration eurer Stimme euch nährt. Fühlt, wie eure Stimme euch erhebt und verlebt, wie die Mantren, die ihr singt, euch in eine höhere Frequenz transportieren. So kann es sein, dass ihr das Quellwasser trinkt und das Licht in euch fließt, das über die Quelle transportiert wird. Ihr fühlt, wie es euch den Hals heruntergeht, die Speiseröhre herunterfließt. Ihr mögt sogar die Kälte spüren, die Frische. Und ihr spürt das Licht, wie es euch nährt, die Nährstoffe, wie sie eure Zellen erfüllen mit der Information des Neuseins, der Lebendigkeit, des harmonischen Zusammenwirkens eures physischen Systems. Und ihr fühlt, wie ihr euch genährt, erfrischt, erholt, verjüngt aus dieser Quellwassererfahrung wieder in den weiteren Alltag begeht. Es braucht nicht viel, um die Dinge, die euch gut tun, zu tun, egal wo ihr seid, egal ob ihr physisch die Möglichkeit habt oder nicht. Doch es braucht das Vertrauen, dass es nützt. Es braucht den Mut, es zu tun. Diesen Moment der Stille, des Innehaltens, des Es tun in der Imagination, mit der Vorstellungskraft, mit der Erfahrungskraft. Es braucht dieses Tun. Denn nur zu denken, dass ihr es tun könntet, bewirkt nicht. Oftmals da das Gegenteil, weil ihr frustriert werdet in dem Denken, dass ihr es tun könntet und es ja doch nichts nützt und ihr daran gedacht habt und nichts passiert ist. Es ist also nicht das daran Denken, es ist das Integrieren dieser Erfahrung, das Neu-Erleben auf innerer Ebene, ohne das Physische mitnehmen zu müssen und doch das Physische derweil fühlen zu lassen, was geschieht. Das Vertrauen ist hier ein wichtiger Schlüssel. Der Mut ist der dazugehörige Zweitschlüssel. Ohne den Mut, ins Vertrauen zu gehen, bleibt das Vertrauen etwas, was möglich ist, doch nicht genutzt wird. Hast du den Mut zu vertrauen, so kannst du alles loslassen. Alles loslassen, was an Zweifeln, Gedanken und Unsicherheit da ist. Du kannst vertrauen, dass auch das Teil der Harmonie ist und fühlst damit den nächsten Impuls als den richtigen, den wichtigen. Folgst du deinen Impulsen,
einen Moment nach dem anderen, so bist du in der Harmonie deines Seins. Ein Impuls kann sein, dass du eine bestimmte Handlung ausführen möchtest. Während du gehst, um diese Handlung auszuführen, mag ein neuer Impuls kommen und du folgst diesem. Der erste Impuls mag nur dazu gedient haben, dich sicher aus deinem Stuhl erheben zu lassen, um diese andere Sache zu tun, die du nicht getan hättest, wenn du in deinem Stuhl gemütlich sitzend an diese andere Sache gedacht hättest. Es kann also sein, dass wenn das Telefon klingelt, du dich erhebst, um zu dem Telefon zu gehen. Währenddessen du den Impuls bekommst, diese Sache mit dem Finanzamt zu klären. Und noch während du zum Telefon gehst, hört das Telefon auf zu klingeln und du gehst der Finanzamtssache nach. Nicht, weil du es so gerne willst, nicht, weil du geplant hast, es jetzt zu tun. Nein, weil du jetzt diesen Impuls bekommen hast und dich freust, diesem Impuls zu vertrauen, den Mut hast, all deine Gedanken von jetzt ist doch vielleicht Mittagspause, heute ist doch Freitag und da ist bestimmt keiner mehr da. Wer weiß, wie die Leute reagieren. Ich habe mich nicht genug vorbereitet. Ohne all diesen Gedanken Aufmerksamkeit zu schenken. Du lernst auf diese Weise durch deinen Mut und dein Vertrauen, deinen Impulsen zu folgen und dadurch zu bezeugen, wie sehr sie dich in Einfachheit und im Fluss des Seins, in Harmonie befindlich halten, wie sehr sie dich unterstützen in deiner persönlichen Harmonie, in deinem persönlichen Sein. Unsere Anregung also ist, gehe tief im Folgen der Impulse, achte mehr und mehr auf das, was du als Impulse bekommst und folge unmittelbar diesen Impulsen. Es gilt nicht, alles zu notieren. Oh, ich habe diesen Impuls bekommen, den plane ich für morgen. Ich habe diesen Impuls bekommen, wo sortiere ich diesen in meinem Plan ein? Der kommt in den nächsten Monat 8 Uhr auf den Dienstag. Nein, der Wandel in die neue Zeit ist keine Planung mehr zu brauchen. Hineinfühlen zu können, ist es jetzt dran? Ja, nein. Und wenn es nicht jetzt dran ist, zu wissen, dass es dann, wenn es dran ist, sich zeigt. Im Umkehrschluss jedoch, und dies ist das Wichtige, dem, was sich zeigt, unmittelbar zu folgen, nicht aus Bequemlichkeit zu verschieben, zu vertagen. Wenn du den Impuls bekommst, jetzt den Anruf zu machen, so mache es und vertraue darauf, dass das, was daraus folgt, das Richtige ist. Selbst wenn du niemanden erreichst. Denn es mag sein, dass während das Klingeln für dich ertönt, während der Wahlton für dich ertönt, du den nächsten Impuls bekommst und weißt, was es nun zu tun gibt. Messe also deine Handlungen nicht an den Ergebnissen. Vertraue nicht aufgrund der Ergebnisse, sondern erlaube dir das Folgen der Impulse in der Tiefe zu explorieren. Erlaube dir zu beobachten, ohne die Ergebnisse zu bewerten. Und bezeuge, und dies ist der Schlüssel, der übergeordnete Schlüssel für das, weshalb all dies von so großem Nutzen für dich ist. Erlaube dir zu bezeugen, wie sehr alles Müssen sich auflöst, wie sehr ein tiefes Wissen sich ausbreitet, dass es nichts zu tun gibt und dass alles, was es zu tun gilt, sich zeigt. Indem du dir erlaubst, den Impulsen zu folgen, kommst du in dein tiefes Selbstvertrauen zurück, bist wieder ganz in der Essenz, das, was du bist. Nicht nur
in einem fernen Wissen, sondern in deinem Sein, deiner Seinspräsenz. Diese Präsenz ist in allererster Linie für dich von unendlicher Wertigkeit, von unendlichem Wert, wenn du in deiner vollen Seinspräsenz-Essenz bist, wissend, dass alles in jedem Moment sich zeigt, wo es gebraucht wird, brauchst du deinen Kopf nicht mehr mit all dem vollzuhalten, woran er denken muss, sondern kannst ganz in dem Herzensraum deiner Liebe verweilen und immer dem folgen, was sich zeigt. Du wirst nicht mehr innerlich diskutieren mit den Impulsen, argumentieren, aber es wäre doch logisch, dies später zu tun, denn in dieser Folge ergibt es mehr Sinn. Nein, du wirst der Sinnlosigkeit oder vielmehr der Unlogik eine Liebe gegenüber entwickeln. Die Liebe des Vertrauens. Indem du vertraust, gehst du nicht mehr nach der Logik, sondern nach dem Wissen. Nach dem Wissen, dass selbst wenn es nicht logisch ist, und gerade dann, wenn es nicht logisch ist, dass ein Indiz dafür ist, dass es aus dem All-Eins-Sein kommt, aus der Essenzfrequenz, aus deiner Seinsharmonie. Wir regen dich dazu an, dies in allen Bereichen deines Lebens zu praktizieren. Wir wissen, dass bestimmte Bereiche herausfordernder sind als andere. Ihr habt gelernt zu arbeiten und durch das Arbeiten Geld zu verdienen und durch das Geld verdienen bestimmte Dinge in eurem Leben euch zu ermöglichen. Dieses sind feste Strukturen, die euch dazu einladen, euren Verstand im Diskutieren zu unterstützen, zu bestärken. Könnt ihr hier loslassen? Könnt ihr auch hier ins Vertrauen gehen, so merkt ihr, dass es kein Arbeiten mehr gibt. Es gibt die Dinge, die euch freuen, die euch wohltun, so wie den anderen. Es gibt eine Auflösung von mir muss es schwer fallen, damit ich Geld damit verdienen kann. Für mich muss es Arbeit sein, für den anderen ein Vergnügen, damit ich rechtfertigen kann, dass der andere mir dafür Geld gibt. Es gibt eine Auflösung davon, dass das Geld gegeben wird für eine Arbeit. Alles löst sich in die Harmonie hinein auf. Wenn das Geld dort fließen will, so fließt es dort und es fühlt sich gut an für alle Beteiligten. Jeder von euch weiß bereits längst, dass es oh so viel stärkender ist, das Geld fließen zu lassen, jemandem zu geben, aus freien Stücken und weil es sich gut anfühlt und weil es doch die Liebe ist, die du fließen lässt, als Geld zu wollen oder Geld geben zu müssen. Es fühlt sich doch so viel freier und leichter an, wenn Geld zu euch fließt, weil jemand es euch zuteil werden lassen möchte, weil er es liebt, euch in eurer Blüte zu sehen, wie ihr euch entfaltet, zu sehen, dass ihr das tut, was euch entspricht, die Gaben erlaubt, die euch gegeben sind, sie nicht zugunsten oder auf Kosten irgendeines erlernten Berufs herzugeben. Erlaubt euch also in allem nichts zu wollen und euren Impulsen zu folgen. Erlaubt euch in allem zu fühlen, zu sehen und zu wissen, dass ihr aus der Harmonie heraus seid und dass alles, was ihr tut, euch in eurer Harmonie bestärkt, in die Harmonie zurückführt und die Verbindung von allem in der Harmonie deutlich sichtbar sein lässt.
erlaubt, 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 habt den Mut zu vertrauen, dass die Impulse, die euch kommen, genau in dem Moment die Handlungsanweisungen für uns sind. Wir lieben dich. Wir lieben euch, wir sind die Liebe, wir sind das, was du bist. Alles, was ist, reines Sein, reines Licht, Harmonie. Und damit sind wir für jetzt, für hier vollkommen.